Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht's weiter mit unserer Domino-Animation. Jetzt möchte ich gerne, dass das hier quasi noch weitergeht. Ich werde hier mit einer weiteren Fläche anfangen, noch ein paar Dominosteine und dann auf die nächste Ebene quasi gehen. Ja, mal schauen, wie es klappt und dann lasst uns mal reinstarten. So, als erstes holen wir den Cursor mal dahin, damit ich nicht so weit laufen muss, um meine Sachen zu kriegen. Und dann fügen wir mal eine Plane hinzu. Dann machen wir das Seitfenster wieder auf und sagen, auf X wollen wir den auf 0 haben. Damit sind wir mittig. Die Höhe wollen wir nachher an dem hier anpassen. Das heißt Z, den Wert können wir kopieren mit Ctrl C. Dann machen wir hier auch Ctrl V. So. Und dann können wir hier schon mal wieder einen Modifier machen mit Polydify. Sagen 0,1. Hier 1. Ne, 0. So. Damit haben wir eigentlich die gleiche Höhe wie das. Und jetzt wollen wir natürlich noch die Größe ein bisschen verändern und jetzt sagen wir mal 35 und dann ziehen wir die Fläche noch GY bisschen rüber. Gehen wir mit 3 in die Seitenansicht und gucken, dass wir ungefähr gegenüber sind. Das heißt nochmal GY. So. Sollte vorpassen, reichen. So. Das heißt, hier haben wir machen wir jetzt erstmal hier den Spotify Apply. Dann haben wir hier den Rigged Body und den machen wir hier dasselbe mit Passiv und Box. Das heißt, ups, so, Box, Passiv und dann machen wir noch Objekt, Apply, Scale. So, damit haben wir eine Fläche und jetzt nehmen wir machen wir eine neue Kollektion drunter. Die Plane ist jetzt da drin. Hauen wir eben nach unten. Und machen wir dann eben hier weiter mit den Dominosteinen. Die möchte ich jetzt dann, nehme ich einmal die 4, sag Shift D für Duplicate, Y minus 2. Da gehen wir mal eben mit 3 in die Side View. Ja, sind jetzt etwas weiter weg. Aber das sollte noch passen. Dann nehmen wir ein, sagen Shift D, Y minus 3. Ne, machen wir 2. So. Dann machen wir Scale 2, doppelt so groß. Dann gehen wir mit 1 in die Front View und sagen, wir schieben den jetzt X auf 2. Ja, passt. Sind wir genau dazwischen. So. Und dann machen wir noch 3 Side View und dann GZ, so dass wir ungefähr sind. Und dann
Machen wir mal 22,2, nein, 22,3, 4. Jo, zwar passt. Dann machen wir Shift D, X, 4 minus, fertig. Und dann machen wir das Ganze jetzt noch einmal, Shift D, Y, so, dann tun wir den auch wieder Scale 2, doppelt so groß machen, gehen wieder in die Front View mit 1 und machen dann mal von 2 auf 3. Nee. 3,2. Nein. 3,5. Ja, so lassen wir das mal. Und dann machen wir mal Side View GZ. So. Dann machen wir mal 25,7. 25,8. Fertig. Gut. Das heißt 3,5. Das heißt, wir machen Shift D und dann machen wir einfach ein Minus davor. Fertig. So, dann machen wir das Ganze noch einmal. Shift D, Y minus 5. Machen wir mal 6. Okay. Machen Shift, Scale 2. Front View. Dann gehen wir mal auf 5,5. 9. 8. 8 ist zu viel. 7. Gut, passt. Dann 3 in die Side View. GZ. 2,6. So. Haben wir den. Machen auch nochmal Shift D. Linke Maustaste und dann machen wir davor ein Minus. So, jetzt haben wir schon mal relativ große. Und jetzt machen wir noch einmal Shift D. Y minus 8, 10, Scale 2 und den hauen wir jetzt mittig auf 0. Und dann mit 3 nochmal Side View. GZ. So. Äh, 46,2. So. Damit haben wir die. Jetzt gehen wir noch einmal hier und da habe ich mir gerade überlegt, wenn wir die noch ein bisschen nach außen nehmen
2,2, 2,3, das 0,3, genau. Können wir bei denen auch nochmal machen. Oder, ja, 3,8. Minus 3,8. So. Plus, minus passt das jetzt ungefähr. Gut. Das heißt, wir haben die jetzt. Und wenn wir das jetzt animieren, sollten die alle umfallen. Das heißt, der hier hat Passiv und Box. Und der Aktiv Box genauso wie die. Und damit sind wir da mit den Cubes soweit durch. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Testlauf. Dafür mache ich aber jetzt 1,1,0. Die Frames ein bisschen weiter erhöhen. Und dann sagen wir einmal Bake. Und dann schauen wir einmal, wie es aussieht. Lassen wir einmal laufen. Geht da unten durch. So. Dann geht hinten der Fahrstuhl hoch. Der Ball stößt das um. Es läuft. 2, 3, 4. Unser Ball da hinten fällt einmal runter. Und unser großer hier fällt auch um. Gut. Den ersten Teil soweit erledigt. So, jetzt möchte ich dann die Plane nehmen. Sage auch Shift D. Y. So, und sage dann GZ. 3. Sollte passen, wenn der umfällt, dass der da quasi dran stößt. Vielleicht können wir noch ein bisschen GY und sagen Z-Höhe, machen wir mal genau 55. Genau, so. Das heißt, wir können, dann nehmen wir einmal schnell von hier einen Cube, Shift D. Und GZ, GY. So, und den können wir dann nämlich auch da unten mit reinschieben in die Kollektion. Und dann können wir hier die Cubes zumachen, da die Cubes zumachen. Ah ne, das ist Stage 2 Cube. So, den machen wir. So, als erstes, genau, Kollektion die Kamera, dann die Stage, dann Cube, dann Lift to Stage 2, Stage 2, Cube. Und für Stage 2 machen wir noch die Plane mit dazu. So, weil das gehört da noch mit zu. Dann haben wir hier Cube, zweite Stage oder Second Stage und dann Third Stage. So, und dann machen wir noch neue Kollektion und nur Cube 3. Da kommt dann der Cube schon mal rein. So, und dann können wir weitermachen.
So, den hier mache ich jetzt mal auf Y auf 100 und mache Seitenansicht mit 3 und sage GY. So. Plus, minus sollte das passen. Dann holen wir mal wieder unseren Cursor und sagen Shift A. Ich möchte einen Cube hinzufügen. Und den sage ich jetzt, der soll hier so passend auf 3 sein. Auf 3. Auf der Fläche sein. Das heißt 3 wieder drücken. Und wir setzen den Cube erstmal hier auf 0 mittig. Und dann machen wir den Z 3 Meter erstmal hoch. Und dann X 35. Dann müssen wir Z noch ein bisschen hoch, 15 circa, also sind wir ungefähr bei 56,5. Komma 6, nein. Komma 55. So. Machen wir G Y und ziehen ihn auch ungefähr bis da auf die Kante. Und dann kriegt der Cube auch Rigged Body, Passive, Box. So. Das heißt, jetzt haben wir einen schönen Klotz hier vorne liegen, wo der nachher anschlagen kann. Das heißt, ich nehme den, sage Shift D und dann nehme ich den ersten. Im Grunde egal. Den mache ich dann auf 90 Grad. G, Y, 3. Machen wir mal eben 3 und dann hier minus, müssen wir 51. 51 und dann Höhe. Ungefähr. So. Den nutzen wir jetzt. Sagen Shift D, X minus 2, Enter, Shift D, X minus 2, Enter, Shift D, X minus 2, Enter. So, und damit haben wir hier wieder theoretisch dann unsere 4 Reihen. Hier machen wir mal eben noch Objekt Apply Scale und dasselbe machen wir für die
den Boden auch noch. Apply Scale. So. Und jetzt nehme ich den, gehe wieder mit 3, GY. So, GZ. So, dann haben wir das auch. Dann nehme ich den, mache dann Shift D, y-2, nein, x, Shift D, x-2, Shift D, x-2, Enter. So. Dann nehmen wir mal den ersten nochmal. Dann machen wir mal noch einen Array drauf. Machen wir hier 0, y minus 4. Okay, warte, da müssen wir noch was anders machen. Tun wir nochmal canceln. Und zwar hier 0. Ach, Kack. 0, 0, 0. So. Dann können wir nämlich den Array auch besser benutzen. Modifier Array 0 minus 4. So, passt. Wie viel nehmen wir jetzt? Nehmen wir mal 30. 35. So. Apply Scale. Dann gehen wir mit Tab in den Edit-Modus, sagen A für alle markieren, sagen Mesh Separate Loose by Parts. Wieder Tab, sind alle markiert, Object und dann Set Origin to Geometry. Und damit hat jeder hier wieder die Geometrie und das Ganze machen wir jetzt noch 4-mal. Array minus 4, 0 und dann sagen wir hier 35. So, Apply, Tab, A, Mesh, Separate by Loose Parts, Tab, Object, Set Origin to Geometry und das Ganze noch einmal. Array 0, ne, nicht 35, minus 4 und dann 35
Apply, dann Tab, A, Mesh, Separate by Loose Parts, dann Tab, Object, Origin to Geometry, dann noch einmal Array 0, -4, 35, Apply, Tab A, Mesh, Separate Loose Parts und dann Tab, Object, Origin to Geometry. Und damit haben wir ein Stückchen weiter. Und jetzt möchte ich, dass die ein bisschen zusammengehen und deswegen werde ich jetzt Shift D, G, Y, -2, 1,5, passt ungefähr. So, dann machen wir den auf 2. Jo, sollte passen. Shift D, 0, Shift D, -2. So, dann machen wir nochmal alle drei, den und den. Shift D, Y 1,5 minus Shift D, Y minus 1,5. So, haben wir 3. Dann gehen wir noch einmal auf 2 runter. Shift D, Y minus 1,5 und dann Tab 1, Shift D, X 2 minus, die beiden, Shift D, Y minus 1,5, Shift D, Y minus 1,5. So, und jetzt gehen wir noch einmal auf ein, Shift D, Y minus 1,5 und dann setzen wir den auf 0, steht ja mittig, dann Shift D, Y minus 1,5, Shift D, Y minus 1,5. So, sieht doch ganz nett aus. Mal gucken, ob es klappt am Ende. Und jetzt wollte ich mal noch was spezial ausprobieren. Aber erst interessiert mich, ob das jetzt hier funktioniert. Und hier Array, alles ist soweit drauf. Das heißt, jetzt mache ich einmal so und dann nehmen wir mal 1, 2, 0, 0. Machen hier auch nochmal eben. Und dann Bake. So, dann lassen wir mal noch einmal wieder laufen. 0. So, läuft bis nach hinten, Fahrstuhl fährt hoch, läuft rüber, 2, 3,
Jetzt haut unser Ball da hinten ab. Nein, hat nicht ganz funktioniert. Ah, nah dran. Okay, das heißt, ich werde nochmal hier auf Frame 1 gehen. Und das alles nehmen. G, Y. Einfach mal noch ein bisschen verschieben. So. Vielleicht mache ich den 2 Meter auf 1,5. So, damit ist er etwas dünner. Mache ich noch einmal Apply Scale. Jetzt muss ich noch einmal Bake entlösen, nochmal neu baken. So, und dann noch ein Versuch. Wieder Leertaste. So, läuft. Fahrstuhl fährt, läuft. Ah, fast. Mein Ball bleibt ja sogar liegen. Sonst ist der mal abgehauen. Schade, den einen hat er nicht mit umgehauen. So, ja, dann gucken wir nochmal. Machen wir mal G, Y, 0,5. Damit sollten die noch liegen bleiben. Und dann ach, fuck. Da war das doch so. 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 Machen wir im 3. G, Y. So. Damit haben wir andere Voraussetzungen noch geschaffen. Sagen wir noch einmal Delete Bake, Bake New. So, und auf ein neues. Scrollen wir mal eben direkt bis nach hier hinten.
Den einen nimmt er nicht mit. Warum kippt er denn jetzt auch so beschissen? Okay, machen wir noch was anderes. 1. Jetzt machen wir mal eben A. Ne, ich nehme den. Shift die Y5 G Z 3 G G Z Z. So, ne, machen wir noch was. Höhe Z. Auch mal 2 wieder. 2 wieder. GZ. So. Dann bleibt der auf passiv das. Genau, dann scalen wir den eben noch. Apply, Scale. Gut, damit haben wir einen Blocker, wo der gegengeht. Den kann man dann auch noch Y. So. Gut, haben wir das, das. Und dann versuchen wir das Ganze noch einmal. Das heißt, Job, Delete Bake, Bake. So, dann nochmal wieder Job. Genau, da fällt er dann, Book, und dann hauen alle um. Super, das gefällt mir jetzt ja mal. So, das heißt, jetzt sind wir soweit und jetzt möchte ich hier noch eine Kleinigkeit machen. Dafür fügen wir noch einen Cube hinzu. Cube G Y. So, und der kriegt jetzt eine Z-Höhe von 0,5. Und X ist er auf 0. Y müssen wir mal gucken. Und jetzt schauen wir mal, wie lang wir das Ganze machen. Y 20. Ja, das passt. G Y ungefähr. So. Oh, Moment, eine Sache wollte ich noch eben. Der kommt damit hin. Job gehört ja zu der Ebene. So. Das heißt, den hier. 3. Machen wir dann jetzt mal G, Z.
So. Dann tun wir den duplizieren. Ah, Moment, der kriegt noch wegen der Breite 2, möchte ich aber 3 Meter. Ups, wieder 2 gedrückt. 3 Meter. So. Dann Shift D, Z 0,5, Enter. Dann machen wir den auf 19,5. 5. Dann G, Y minus 0,25. So, machen wir mal eben 1, 3. So. Nee, das gefällt mir nicht ganz. Kriegt er 19. 19. Dann machen wir hier auch nochmal G minus 0,25. So, dann wäre das eine Stufe. Gut, das machen wir so weiter. Shift D, Z 0,5. Dann machen wir den auf 18, GY 0,5 minus. Und das mache ich jetzt weiter, bis ich oben auf 1 Meter bin. So, jetzt mache ich, damit die auch dasselbe kriegen, nämlich Rigid Body, Copy from Active. Und wenn ich jetzt einen davon anklicke, hat er auch Passive Box. Und das sollte jetzt eigentlich funktionieren, dass wir dann hier den hochlaufen lassen. Gucken wir mal, wir nehmen jetzt den, da setzen wir jetzt ein Array drauf, sagen hier 0, hier machen wir mal die minus 4 und dann machen wir hier mal 0,5. Okay, das passt nicht so ganz. Und dann machen wir hier mal 21, machen wir mal 0,25, kommt schon näher dran. Machen wir mal eben 3, Side View. So, 0,2, 0,15. Ja, damit kommen wir schon relativ nah dran. 4 passt jetzt auch nicht. Machen wir minus 2,5. Okay, das war zu eng. Minus 3. Ja, passt nicht ganz. Minus 2,5. Okay, und dann machen wir den ganzen Klotz. G, Y. So. Und dann machen wir noch wieder hier auf den Array.
minus 2,85. Da sind die alle ziemlich gleich dann drauf. Jetzt müssen wir die Höhe noch ein bisschen anpassen. 0,125 war es zu wenig. 0,13. Okay. 4. 5 ist definitiv zu hoch. 4, 5. Ein bisschen zu niedrig. 8. 7. Jo, das sieht doch so ziemlich sauber und gut aus. Damit haben wir eine Treppe und hier dann unsere Arrays. Das heißt, jetzt machen wir den einfach mal Apply wieder. Dann gehen wir mit Tab wieder und A alle markieren. Mesh, Separate, Loose Parts. Wieder Tab, Object, Origin to Geometry. So, damit haben wir unsere Treppe auch erledigt. Und dann schauen wir mal, was er sagt. Wir machen jetzt hier 1300 und hier 1300 und dann baken wir nochmal. So, dann machen wir noch einmal. Gucken, was er jetzt macht. Play, Typ, unten rollt, oben steht, wackelt nichts. Aufzug geht, Ball haut den oberen an. Die laufen. Oh, mein Ball ist wieder runtergefallen. Pop. Na, jetzt wollte er wieder nicht alles, aber am Ende hat es funktioniert. Treppe ist auch hoch. Finde ich schon cool, trotz meiner... Jedes Mal, wenn man das macht, kommt irgendwie was anderes raus. Vorhin hat er gehalten und jetzt fällt er sogar drüber. Ist interessant, jetzt gehen nämlich 2 rein nicht. 2 schafft er, 2 gehen nicht. Ja, mal schauen. Lassen wir jetzt erstmal so. Das kann ich sonst nachher noch ein bisschen anpassen. Aber mein Wichtigstes ist, dass hier funktioniert. Und damit bin ich echt glücklich eigentlich. Und damit würde ich sagen, war es das für dieses Video. Und ja, dann geht es im nächsten Teil 4 weiter. Bin mal gespannt, was mir dann noch so Schönes einfällt. Und ja, lasst mir gerne ein Like da, sagt mir, wie ihr es findet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Also, bis dann und tschüss.